fürs nächste Mal habe ich auch schon einen Wahnsinnsplan. Wann gibt's denn nächstes Mal? Wann immer du willst. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und viel, viel schönere Träume. Ja, Manuel. Tschüss. Und Sie werden es bereuen. Also, lasst uns überlegen. Vielleicht haben Sie einen Sautern. Selbstverständlich. Der Sautern, welcher Jahrgang? 2003. Ja, vielleicht doch ein Italiener. Schatz, ein Vino Tinto? Was meinst du? Der Wein. Ich komme gleich noch. Ein Italiener oder ein Franzose? Ganz wie du willst. Haben Sie schon gewählt? Ja, Ach, da fällt mir ein. Ich hatte Hormann versprochen, dass ich mich heute noch bei ihm melde. Kannst du denn nicht von hier aus anrufen? Nein, wir müssen uns treffen. Es tut mir leid, aber ich kann leider nicht bleiben. Kein Problem. Ruft die Arbeit? Ja. Aber nicht, dass du mir noch meine Frau anführst. Ach, um Gottes Willen, einen schönen Abend noch. Schöner. Schau mal, Kleiner, jetzt habe ich das Schäfchen gefunden. Mal ein Schäfchen, 2 Schäfchen. Okay, kein Schäfchen. Moment mal. Schau mal, vielleicht willst du ja den hier, hm? So. Ja, genau. Ein lieber Junge, schläft schön. Ja, so ist richtig. Kleiner, nicht schon wieder. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Papa ist kein Schaf. Die Mama ist eine Gaunerin, drum gehen wir da auch nicht mehr hin. Schlaf, Kindchen, schlaf. Mann, Kleiner, so geht das doch nicht. Stell dir mal vor, wenn unter uns nicht mein Büro wäre, sondern irgendwas anderes, dann wäre hier längst die Polizei. Weil irgendjemand denken würde, dir wird was angetan, so wie du brüllst. Kleiner, das geht jetzt seit Stunden so, du... Hör mal, Kleiner, das ist gar nicht gut für deine Stimmbänder. Hm? Okay. Okay, gut. Du wolltest es nicht anders. Wer stört? Hi, Nathalie, Ansgar hier. Ausgerechnet. Ich hoffe, für dich ist es wichtig. Ich sehe mir gerade Titanic an und ich habe keine Lust, mich mit dir... Jetzt hör mal zu. Ja, es ist wichtig. Wirklich. Ich brauche hier deine Hilfe. Nein, ich hatte keine Ahnung. Was soll das heißen, ob ich auch lesbisch bin? Hast du sie noch alle? Weißt du was, lass mich doch einfach in Ruhe. Der Zeitungsartikel? Du kannst dir nicht vorstellen, was in der Schule los war. So viele dumme Sprüche. Und nachmittags war ich bei Katja. Aber die dicke Cordula hat mich selbst bis dahin verfolgt. Und das Telefon steht auch nicht still. Mich haben sie auch angequatscht, aber ich habe gesagt, ich weiß nichts. Was stand überhaupt drin in diesem Artikel? Das ist ja das Schlimme, keine Ahnung. Nach der Schule wollte ich mir die Zeitung kaufen, aber war ausverkauft. Morgen ist auf der Titelseite wieder irgend so eine Blondine, die ihre Unterhose verloren hat. Dann ist das alles vergessen. Nicht bei uns in der Schule. Die wollten doch wirklich alle wissen, ob ich nicht auch lesbisch bin und ob Carla mich anbaggert. Und? Was hast du gesagt? Oh, Paul, du riskierst dein Leben. Nicht! Jetzt. Ah! Paul, hör auf! Lass das! Paul, warte doch mal. Ist nicht die Zeitung von heute? Paul! Guck mal. Wenn du die Lesbenschlampe heiratest, bist du tot.
Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du zahlst. Jetzt lass mich dich doch auch mal einladen. Alter Macho. Wieso denn Macho? Da bin ich einmal Kavalier und dann ist es auch nicht. Na, bitteschön. Ich fahr schon mal den Wagen vor. Mach das, Harry. Ich habe noch was vergessen. Danke für die Einladung. Es war ein wunderschöner Abend. Ja. Arno, Wie im Manze dort zahlt. ihr habt euch doch hoffentlich nicht wieder gestritten. Nein, es war ein wunderbarer Abend. Und dein Essen war göttlich. Das freut mich. Nur leider konnte ich Johannes damit nicht ködern. Also ich bin mir sicher, er hat bei seinem Geschäftstermin nur an deine gute Küche gedacht. Du wusstest von dem Termin? Nein, ganz und gar nicht. Aber mein Chef erzählt mir ja auch nicht alles. Ich habe mich nur gewundert, dass er so überstürzt aufgebrochen ist. Ist doch gar nicht seine Art, einen wichtigen Termin zu vergessen. Elisabeth, ich will mich wirklich nicht einmischen, aber habt ihr beide wirklich alles miteinander geklärt? Er hat sich noch nicht mal verabschiedet. Er ist davongesaust, als wäre er auf der Flucht. Vielleicht habe ich ihn vergrault? Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber... Doch. Das ist schon möglich, dass er mir privat aus dem Weg geht. Ein peinlicher Versuch, ihn zu küssen. Kein Wunder, wenn er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Also bitte, wenn du es unbedingt wissen musst. Ja, ich bin wegen Elisabeth gegangen. Das war auch ziemlich offensichtlich. Wir arbeiten schon den ganzen Tag zusammen. Da muss ich sie nicht auch noch am Abend mit meiner Anwesenheit behelligen. So. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ich will es ihr lediglich nicht so schwer machen. Was ist denn bitte, wenn sie sich tatsächlich in mich verliebt hat? Hm? Was ist denn bitte, wenn du dich tatsächlich in sie verliebt hast? Ich verliebt. Doch sowas von absurd. Ich habe genau gesehen, wie du sie angeschaut hast. So? Wie habe ich sie denn deiner Meinung nach angeschaut? Verliebt. Ah ja, du fantasierst, mein Lieber. Ja, es stimmt, ich bin Frau Brandner sehr zugetan. Und das auf rein freundschaftlicher Ebene. So, jetzt hat er sich beruhigt. Also ohne dich hätte ich wahrscheinlich heute Nacht kein Auge zugetan. Warum hast du ihm denn nicht gleich die Zahnungshilfe gegeben? Ja, ich dachte, das wäre nur beim ersten Zahn so schlimm. Der Kleine bekommt 20 erste Zähne. Was nennt man auch Milchzähne, falls du es noch nicht weißt. Tja, also wenn er jetzt noch mal anfängt zu schreien, dann kriegt er wieder so einen gekühlten Beißring. Heute Nacht wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, aber morgen früh besorgst du am besten Kühlungsgel aus der Apotheke. Kühlungsgel. Was du so alles weißt. Für sowas gibt's Bücher. Die kannst du gerne haben, ich brauch sie jetzt nicht mehr. Hör mal, Nathalie, das mit deiner Fehlgeburt, das tut mir leid, das weißt du. Ja, komm, spar dir den Atem. Also jedenfalls stehe ich tief in deiner Schuld. Ich hätte wirklich ohne dich nicht mehr gewusst, was ich noch tun soll. Warum gibst du eigentlich Unsummen für diese Nobelkrippe aus, wenn die dir noch nicht mal die einfachsten Sachen sagen? Ach, da bringe ich ihn schon lange nicht mehr hin. Ja, die hatten strikte Anweisungen, den Kleinen nicht an Tanja rauszugeben. Was erwartest du? Natürlich wenden die sich an die Mutter, wenn du den Kleinen nicht abholst. Was hätte ich denn machen sollen? Tanjas durchgeknallte Schwester hat mich an den Stuhl gefesselt. Wundert dich das, so wie du mit Maike umgesprungen bist? Moment mal, die hat mich von Anfang an hintergangen. Ich habe mich nur gewehrt. Ansgar, du hast ihr vorgegaukelt, dass du sie liebst. Ja, aber erst als ich wusste, dass sie mit Tanja unter einer Decke steckt. Was hätte ich denn machen sollen? Zusehen, wie die mir den Kleinen wegnehmen? Das hast du ja zu verhindern gewusst. Ja. Aber trotzdem frage ich mich, ob es eine gute Idee ist, dir das Sorgerecht zu übertragen. Wie bitte? Ja, du musst schon zugeben, viel Ahnung von Babys hast du nicht gerade. Ja, aber das kann ich doch alles lernen. Meinst du nicht, es ist das Beste, wenn der Kleine seine Mutter wieder um sich hat? Was? Tanja? Auf keinen Fall. Dann besorg dir wenigstens wieder eine Kinderfrau. Nathalie, weißt du, ich denke einfach nicht, dass es schon das Richtige wäre, den Kleinen wieder in die Obhut von einer fremden Person zu geben. Bei dir wäre das natürlich was anderes. Dir würde ich voll vertrauen.
Ihr seid noch wach? Das trifft sich gut. Ich muss mit euch reden. Meinst du das hier? Da bist du aber ein bisschen spät dran. Ihr habt den Brief schon gesehen? Ich wollte heute Mittag schon mit euch reden. Aber dann ist ein Kollege krank geworden und ich bin den ganzen Tag nicht aus dem Taxi rausgekommen. Hättest du da nicht wenigstens anrufen können? Erst dieser Artikel und jetzt das hier. Sowas bespricht man doch nicht am Telefon. Und du hättest dir nur unnötig Sorgen gemacht. Unnötig. Sag bloß, du nimmst das auch nicht ernst. Paul hält das ja schon für einen Witz. Ich wollte Lisa nur beruhigen. Aber so ein bisschen unheimlich ist das schon. Wisst ihr, das ist bestimmt nur irgend so ein alter Showi, der es nicht ertragen kann, dass Frauen auch ohne Männer glücklich sind. Aber was, wenn es ein Irrer ist, der ernst macht? Susanne, du musst zur Polizei. Das weiß ich schon. Ja? Dann beschützen die dich jetzt, ja? Guck mal, es ist so. Die Polizei sieht das auch als leere Drohung. Und ich meine, die haben doch Erfahrung in solchen Sachen. Das heißt also, die machen gar nichts. Ja, bitte? Guten Morgen, Elisabeth. Es tut mir leid, dass ich störe. Ich weiß, wir hatten ausgemacht, dass du zu Hause arbeitest. Johannes, das ist gar kein Problem. Worum geht's denn? Um den Radiosender. Ich habe mir noch einmal die Vorverträge durchgesehen. Die Frequenz ist nur unter der Auflage vergeben worden, dass sie als reiner Nachrichten- und Informationssender ausgewiesen ist. Ach, du meinst, es könnte Ärger geben, wenn wir vor dem Weiterverkauf umstrukturieren? Ganz genau, es wäre also noch einmal nötig, dass wir mit unserer Rechtsabteilung Kontakt aufnehmen. Aber da du bisher alle Absprachen mit dem Justiziar getroffen hast, würde ich das ungern ohne dich machen. Heißt es, ich soll ins Büro kommen? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Ich komme sofort. Gut. Wiederhören. Jetzt nimm dir das nicht so zu Herzen. Was ist los? Irgend so ein Irrer will meiner Mutter etwas antun und das Einzige, was ich von allen zu hören kriege, ist, ich soll das nicht so ernst nehmen? Ja. So ist das nun mal, wenn man bei den Lahnsteins einheiratet. Susanne steht jetzt genauso in der Öffentlichkeit wie Carla. In der Öffentlichkeit stehen und Morddrohungen erhalten ist nicht ganz dasselbe, oder? Lisa, du würdest dich wundern, was bei uns jeden Tag für irre Post im Briefkasten landet. Ja. Schön, für dich mag das ja auch vielleicht normal sein, aber in unserem Briefkasten landet sowas halt nicht jeden Tag. Vielleicht hilft es ja, wenn du dran schreibst, bitte keine Drohbriefe. Du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Lisa, das war doch nicht so gemeint. Entschuldige. Doch genau so war es gemeint. Du hättest mich für eine dumme kleine Maus, die keine Ahnung von der großen Welt hat. Ich halte dich für das süßeste Mädchen, das es gibt. Sollen wir nicht ein Eis essen gehen? Mir ist der Appetit vergangen. Aber geh ruhig, ich muss sowieso noch in den Stall. Mann, Lisa, jetzt warte doch mal. Vergiss es. Ich gehe jetzt Mr. Edstrige, der lacht wenigstens nicht über mich. Ich habe mir heute den ganzen Morgen lang eine Kita nach der anderen angeschaut und nicht eine von denen war halbwegs akzeptabel. Tja, das ist der Preis, den du zahlen musst als alleinerziehender Vater. Jetzt musst du aufpassen, dass dein Vater dir nicht all die guten Geschäfte vor der Nase wegschnappt, während du Windeln wechselst. Gregor, was verstehst du schon von guten Geschäften? In etwa genauso viel wie du von Babys. Sonst noch was? Ja, du könntest mir in der Tat einen Gefallen tun. Ich wüsste nicht, wieso. Jetzt hör doch erst mal zu, es geht um Natalie. Ich würde dir gerne eine Freude machen. Ja, doch, da weiß ich was. Wieso wanderst du nicht aus? Wahrscheinlich, weil mir deine dummen Sprüche fehlen würden. Ach, weißt du, Ansgar, wenn es nur darum geht, die schicke ich dir gerne per E-Mail. Jetzt hör schon auf zu zicken, Gretchen. Jetzt mal im Ernst, ich würde mich bei Natalie gern bedanken. Sie hat sich super lieb um den Kleinen gekümmert. Ich dachte, du hättest ja vielleicht eine Idee. Du willst dich nicht zufällig an sie ranmachen oder so? Und so, Gregor, ich find's einfach schön, wenn wir nach all dem noch sowas wie Freunde bleiben könnten. Ob ich das gut finden soll, weiß ich nicht. Aber wenn du ihr wirklich nur einen Gefallen tun willst,
Sie sucht seit Wochen nach einem Job und sie findet keinen. Da kannst du doch bestimmt was machen, oder? Ja, das kann ich in der Tat. Danke für den Tipp. Nathalie? Hi, hier ist Ansgar. Sag nicht, der Kleine schreit schon wieder. Nein, nein. Er schläft ruhig und friedlich wie ein Baby. Und was willst du dann? Ich wollte dich fragen, ob wir uns nicht mal treffen könnten. Ich hätte da was Wichtiges mit dir zu besprechen. Ich hab noch was für dich. Ach, Mr. Ed. Ich bin viel lieber bei dir als bei Konstantin. Wenigstens im Moment. Du hörst mir wenigstens zu und lachst nicht über mich. Wieso müssen alle Männer auch so schrecklich unsensibel sein? Kann man denn gar nichts dagegen machen? Kastrieren hat bei mir auch geholfen. Hey, Lisa. Mir war gerade eben so, als hätte ich irgendwelche Stimmen gehört. Dann kann der Gaul also wirklich reden? Hast du sie noch alle, mich so zu erschrecken, du Arsch? Mann, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Hey, tut mir leid. Das war doch nur ein Witz. Hey, wenn ich gewusst hätte, dass du so schreckhaft bist, dann hätte ich mich vorher angemeldet. Was ist denn los? Ich hab gedacht, es wäre der Irre. Ein anderer Irre als ich? Meine Mutter hat eine Morddrohung bekommen. Und ich habe schreckliche Angst, aber keiner nimmt mich ernst. Ach du Scheiße. Du Arme. Du, das habe ich nicht gewusst. Das tut mir echt leid. Ja, wirklich. Erzähl mir doch alles der Reihe nach. Vielleicht kann ich ja irgendwas für dich tun, oder? Meine Frau soll sich nicht mehr beschweren müssen, dass ich sie vernachlässige. Hat sie das denn in letzter Zeit? Nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe begriffen, dass man sich bemühen muss, den lästigen Alltagstrott zu vermeiden. Weise Worte, Arno Brandner. Ja, und in diesem Sinne werde ich Sie auch gleich überraschen. Bei Johannes im Büro. Mit einem großen Blumenstrauß. Soll ich Sie grüßen von dir? Charlie? Was ist denn? Ah, du meinst, Blumen sind nicht besonders originell, da hast du recht, aber... Nein, nein, Arno, Blumen sind nie verkehrt. Guten Tag, Herr Brandner. Guten Tag, Herr Dr. Parker. Und deswegen wäre ich Ihnen sehr verbunden, hätten Sie sich möglichst schnell bei mir melden können. Vielen Dank, bla 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 bla. Ah. Na, Kleine, schau mal, wer da kommt. Danke, dass du so schnell kommen konntest. Na, mein Süßer, was machen die bösen Zähne, hm? Was gibt's denn so dringend? Ich wollte dir ein Angebot machen. Ja, weißt du, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du noch immer einen neuen Job suchst. Und habe ich überlegt, ob du nicht wieder für mich als Dolmetscherin arbeiten willst. Du willst mir meinen alten Job wiedergeben? Mhm. Wo ist der Haken? Kein Haken. Du bist einfach die Beste. Deshalb bekommst du sogar eine Gehaltserhöhung. Du siehst mich sprachlos. Heißt das, du nimmst an? Schau mal, Kleiner, da ist die Tante Nathalie. Die kümmert sich jetzt um dich. Und ich sehe euch jetzt auch viel öfter. Ja, das ist toll, ne? Findest du prima. Kannst du ihn mal bitte halten? Ja, vielen Dank. Moment mal. Jetzt verstehe ich, glaube ich, was du vorhast. Du willst mich mit dem Übersetzerjob nur queren und in Wahrheit soll ich hier den Babysitter für dich spielen? Nee, mein Lieber, so haben wir nicht gewettet. Hier. Aber... Entschuldige, aber ich verstehe nicht, wo hier das Problem liegt. Hier steht, dass bei einer Veräußerung die Lizenz für die Senderfrequenz neu beantragt werden muss. Das war also von vornherein klar. Also, mir nicht. Was ist, wenn wir die Lizenz aufgrund des neuen Konzepts nicht bekommen? Es wird keine Nachrichten mehr geben, sondern nur noch reines Infotainment. Ah, das verstehe ich. Was sagt denn Hormann dazu? Ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Was? Ich denke, du hast dich deswegen gestern Abend mit ihm getroffen. Nein, ich meine,
Ja, nur da war mir das Problem noch nicht so bewusst. Aha. Ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aber ich glaube, ich habe da schon eine Idee. So. Dann lass mal hören. Ja, also hier steht ja nur was von Nachrichtenblöcken. Dann ist die Sache doch ganz einfach. Schade. Ich habe gedacht, Anne ist noch da. Aber vielleicht kommt sie ja noch. Kannst du vielleicht einmal von was anderem reden? Dass ich Stress mit Lisa habe, scheint dich überhaupt nicht zu interessieren. Nein, das stimmt nicht. Dann erklär mir doch mal bitte, warum sie in letzter Zeit dauernd so überempfindlich ist. Cola. Danke. Dann denk doch mal scharf nach. Lisa macht sich Sorgen um Susanne. Und du machst dich lustig. Kein Wunder, dass sie sauer ist. Ja, aber solche anonymen Briefe darf man doch nicht ernst nehmen. Sonst macht man sich nur verrückt. Vielleicht bist du ja cool genug für sowas. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir auch Sorgen. Ja, und Lisa, die war außer sich vor Angst, als sie den Brief gefunden hat. In anderen Worten, ich war ein unsensibler Holzklotz, ja? Das hast du jetzt gesagt. Dann sollte ich mich vielleicht bei ihr entschuldigen. Meinst du, sie verzeiht mir? Klar, als wenn Lisa lange auf dich böse sein könnte. Ja, das war vielleicht so, bevor mich mein Vater nach Boston geschickt hat. Aber seitdem ich wieder da bin, haben wir dauernd irgendwelchen Knatsch. Das liegt aber nicht nur an Lisa. Deine Eifersucht auf Andi ist voll daneben. Warum kann denn nicht alles so sein, wie es war? Jetzt wein nicht mehr. So ein zauberhaftes Mädchen wie du darf keine Tränen vergießen. Elisabeth, du bist ein Genie. Wenn wir denen das als Nachrichtenblog verkaufen, müssen sie uns die Lizenz geben. Genau, denn Soft News sind auch News. Und wer will denn bestimmen, ob die Eskapaden von Paris Hilton nicht auch Nachrichten sind? Wir müssen nur noch Roman anrufen. Wir müssen nur noch Roman anrufen. Hallo.